Hola, ¿qué tal, amigos? Morgen kommt Far Cry 6 raus und ihr überlegt bestimmt immer noch, welche Version ihr euch kaufen sollt. Im Laufe dieses Videos werdet ihr auf jeden Fall erfahren, welche Version für euch die richtige ist. Ihr seht ja, auf meinem Kanal bekommt ihr nicht nur die geballte Ladung AC Valhalla, sondern ab sofort auch Far Cry 6. Wenn ihr da also nichts mehr aus der Mundo de Yara verpassen wollt, aus der Welt von Yara, dann lasst jetzt gerne ein Abo da, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Aber fangen wir doch mal an mit einer kleinen Übersicht. Denn wir haben hier auf jeden Fall 4 Versionen, die es gibt im Spiel, beziehungsweise bei Far Cry 6 eigentlich 5. Und da fangen wir natürlich mit der Standard-Edition an. Für den PC kostet die ganze Edition 60 €, für die PS4 bzw. Konsolen 70 Tacken. Ganz schön happig auf jeden Fall. Ja, und da habt ihr halt, ja, das ganze Spiel drin. Also das Main Game ohne DLCs. Und das ist eigentlich auch schon gerechtfertigt, denke ich. Mal gucken, wie das Spiel dann zum Release laufen wird. Lasst mir da auf jeden Fall gerne Feedback da. Die nächste Edition wäre dann tatsächlich so eine versteckte, nämlich die Limited Edition. Die ist höchstwahrscheinlich nur für Konsolen verfügbar und die enthält das komplette Spiel sowie zusätzliche digitale Inhalte. Also bestimmt gibt es dort irgendwelche Skins für irgendwelche Waffen beziehungsweise für den Hund oder den Begleiter, den wir haben. Und ganz klar, Leute, wenn ihr heute noch bestellt, also bis morgen 0 Uhr, glaube ich, dem 7. Oktober, dann habt ihr die Möglichkeit, einen wunderschönen Chorizo-Skin zu bekommen. Libertad Chorizo, den könnt ihr dann bekommen. Der sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice aus mit diesem Halstuch und mit den Patronen hier. Und Discos Locos, ein tödlicher Diskwerfer, den kriegt ihr auch noch dazu. Beziehungsweise, ich glaube, es ist nur der Skin dazu. Es ist nicht der Diskwerfer. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob der Hund das alles tragen kann, aber Chorizo ist eine Machina. Aber gehen wir doch zur nächsten Version über, nämlich die Gold Edition. Die Gold Edition hat alle Inhalte des Hauptspiels, ganz klar. Und wenn ihr vorbestellt, den Vorbestellerbonus. Wenn ihr es nicht geschafft habt, das Ding vorzubestellen, könnt ihr euch sicherlich im Ubisoft Store für Ubipoints diese Skins kaufen. Da bin ich mir sicher, das kostet kein Echtgeld, sondern nur Spielzeit. Und dazu habt ihr noch den Season Pass, der 3 DLCs beinhaltet, die ich euch mal im Trailer kurz einblende. Peekaboo, motherfucker. Where the fuck am I? I too am a king who isn't afraid to slaughter to get what he wants. In my way! Is this a test? A dream? An opportunity? Then I will not waste it. Und vieles mehr, das heißt also, da kommen bestimmt noch ein paar Kleinigkeiten dazwischen geschoben, ein paar digitale Inhalte kann ich mir vorstellen, vielleicht auch einen digitalen Soundtrack oder so, sowas kann ich mir gut vorstellen. Und das Ganze kostet tatsächlich 100 €. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein gerechtfertigter Preis, wenn es denn vom Prinzip her auch ohne Shop-Items und so weiter läuft. Ich habe leider schon gesehen in einigen Streams, dass es wirklich einen Shop gibt, wo man zum Beispiel auch einen Assassin's Creed Altair-Skin kaufen kann. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, Freunde. Wir machen nämlich weiter mit der nächsten Mission. Genau, alles klar, da machen wir nämlich am Donnerstag hoffentlich weiter, wenn wir dann Far Cry zocken. In meinem auf meinem Twitch-Account einfach mal die Beschreibung abchecken. Aber die nächste Version wäre die Ultimate Edition. Die Ultimate Edition, ja, Ballito Supremo, mit einem kleinen Kampfhahn drauf, der sogar geritten wird von jemandem, einen kleinen Molotov-Cocktail drauf. Und dort habt ihr im Grunde den Season Pass, ne, beinhaltet die 3 zusätzlichen DLCs und natürlich das Main Game, das ist klar, und auch den Vorbestellerbonus. Und jetzt sieht man auch hier endlich die Information, was vieles mehr bedeutet. Denn wir haben das Krokodiljäger-Paket, das Weiß-Paket und das Dschungel Expedition Paket. Und im Grunde, was ich gesagt hatte, ja, digitale Erweiterung gibt es da. Das eine Bild war dann wahrscheinlich ein bisschen älter, aber hier sehen wir 3 digitale Inhalte als extra neben den DLCs. Ganz nett auf jeden Fall. Ich finde das Weiß-Package ganz geil und auch irgendwie das Krokodiljäger-Paket, das passt auf jeden Fall sehr, sehr geil. Aber das Miami Vice-Paket, das gönne ich mir, ja. Vor allem mit diesem Panther oder Puma als Begleiter. Wow, und diese alte Karre, Hammer. Ist schön, ja, und das Ganze kostet 120 € für die Konsolen und derzeit auch beim Uplay Store für den PC 109 €. Natürlich ist ein Release immer preisintensiv und im Laufe des Videos zeige ich euch eine Methode, wie ihr für alle Versionen, egal ob es die Collectors Edition,
die Standard oder die Gold Edition ist, wir für diese Version auf jeden Fall einen fetten Rabatt kassieren können. So, Freunde, jetzt kommen wir aber zur Königsedition der Collectors Edition. Bevor wir aber das uns anschauen, was da alles drin ist, würde ich mich über einen Me Gusta von euch freuen. Vielen lieben Dank. Und jetzt schauen wir uns die Version an. Denn die Edition hat einiges, ja. Das Hauptspiel, den Season Pass, das Ultimate-Paket, also diese digitalen Inhalte natürlich noch extra dazu und eine Flammenwerfer-Replika plus Sammlerstücke. Und hier ganz wichtig, nicht funktional, Freunde. Ja, tut mir sehr leid. Ihr könnt leider nicht mit eurem Supremo Backpack ein bisschen durch die Gegend hantieren. Aber was ist denn da genau drin in der Collectors Edition? Das schauen wir uns mal an. Wir haben zum einen natürlich die Far Cry Ultimate Edition mit der Box im Hintergrund, wo zum Beispiel steht Contenido bajo presión, also ist quasi unter schwachem Druck, Producto inflamable, ist also brennbar, und Peligro de incendio explosión. Das bedeutet natürlich, es ist auch die Gefahr von einer Explosion da, ganz klar. Wenn wir weitergehen, sehen wir natürlich ein Plakat. Ja, das ist jetzt eine Sammlerbox, ein Artbook, das ist ein A4-Format, 64 Seiten. Das hatte ich lange nicht mehr in einem Artbook. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Ich werde mir das, glaube ich, tatsächlich holen. Wir haben ein Set mit 10 Aufklebern, was ich ganz interessant finde. Ein paar verschiedene Aufkleber. Ich hoffe, die Quali ist echt gut. Geil wäre auch natürlich so Patches gewesen tatsächlich. Dann haben wir Tostador, Flammenwerfer-Replik, ja, 72 cm lang, that's what she said. Nicht funktional natürlich. Und eine Aufbauanleitung gibt es für El Tostador natürlich auch noch, ganz klar. Dazu ein Steelbook, was richtig geil aussieht mit den ganzen Charakteren, die man so trifft in der Geschichte bestimmt. Und natürlich den ausgewählten Spiel-Soundtrack. Die sind ja bei Ubisoft immer grandios, muss man sagen. Dazu gibt es, übelst geil. Oh mein Gott, ein Chorizo-Schlüsselanhänger für... Ja, den Schlüssel halt, wer hätte es gedacht. Und ganz klar, damit ihr in der Welt von Yara natürlich klarkommt, bekommt ihr eine Mapa. Una Mapa de Yara. Und könnt dort auf jeden Fall die Carreteras, also die Straßen, erobern und erkunden. Und das ist im Grunde die Collectors Edition, Freunde. Ja, gibt es exklusiv im Ubisoft Store. Ja, könnt ihr mal abchecken, kostet 200 Tacken. Ja, und wie könnt ihr jetzt diese ganzen Editionen günstiger bekommen? Naja, ihr müsst im Grunde einen Uplay-Account haben. Wenn ihr schon ein paar Spiele gespielt habt, solltet ihr Ubi-Points haben. Und diese Ubi-Points könnt ihr im Grunde ganz easy nutzen, um dann 20% beim Kauf einer Edition zu bekommen. Und das ist im Grunde egal, wenn ihr, sag ich mal, 400 Punkte habt, dann könnt ihr theoretisch 4-mal wirklich diesen Rabatt einsetzen. Das ist jetzt nicht zeitlich begrenzt oder so und könnt halt wirklich anstatt für 200 € für 160 diese Collectors Edition kaufen, was glaube ich schon sehr entspannt ist. Ja, oder halt zum Beispiel die Ultimate Edition für, lass mich lügen, ich muss kurz gucken, 22 €. Das macht dann 88, glaube ich, 88 € ungefähr. Die Ultimate Edition, also fast so viel wie die Standard-Edition auf der PS5, PS4. Kann man also auch machen, ist wirklich eine super Sache. Nutzt es gerne auf jeden Fall oder ihr bekommt die irgendwo günstiger. So, und an die PC-Leute, ja, für euch habe ich auch nochmal was, denn wir haben natürlich auch noch ein paar PC-Specs, ja, die gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Und da haben wir natürlich auch eine gute Übersicht, wenn ihr das Game in voller Pracht genießen wollt. Für die Konsolen gibt es da, glaube ich, nichts, ja. Wir haben jetzt aber hier nur einen Vergleich mit Windows 10 und 64-Bit. Ganz klar, ja, wenn ihr DirectX habt und Raytracing habt, dann, ja, braucht ihr auf jeden Fall eine heftige Maschine, wenn ihr in 4K spielen wollt. Da braucht ihr halt einen AMD Ryzen 7 5800X. Das ist so im Grunde das, ich glaube, zweitstärkste Modell von den Ryzen-Prozessoren derzeit. Eine RTX 3080. Das ist auf jeden Fall nicht möglich, habe ich nämlich nicht. Und 16 GB Dual-Channel RAM, ganz klar. Festplattenspeicher, logisch, den brauchen wir da auch. Und hierbei ist nur die Rede von 30 FPS. Wenn ihr dann sagt, hey, ich will lieber 60 FPS, einfach 2K, dann braucht ihr, sage ich mal, den drittstärksten Ryzen-Prozessor. Ihr braucht eine RTX 3070 und auch 16 GB Arbeitsspeicher. Das wird wahrscheinlich für mich nicht in Frage kommen. Ich habe einen Ryzen 9, der ist ganz gut eigentlich, 3950X, der wird es, glaube ich, gut handeln können. Allerdings keine 3070, 3080, ich habe eine 2080 Super. Ich weiß nicht, ob die vergleichbar ist mit einem 3070 Grafikmotor. Und deswegen werde ich wahrscheinlich eher Raytracing off haben, ja, 2K. Und da braucht man halt, sage ich mal, einen Ryzen 5 3600X. Den haben, glaube ich, die meisten.
beziehungsweise dann eine 2070 Super. Also das ist für mich easy machbar mit dem Stream und auch hier 16 GB Arbeitsspeicher. Wenn es gar nicht geht, ja, dann könnt ihr das Ganze auch 60 FPS Full HD und da habt ihr dann Ryzen 5 3600X. Das ist also, glaube ich, preislich gesehen gar nicht mehr so intensiv und ihr braucht da nur eine 1080 Super, 1080, Verzeihung. Und das ist schon echt machbar. Das kann sich, glaube ich, jetzt jeder leisten. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr noch eine, die 1080 kostet wahrscheinlich immer noch jetzt mittlerweile sehr, sehr viel. Könnt ihr mich ja mal informieren, ob die Grafikkartenpreise immer noch so am Ryzen sind. Versteht ihr? Am Ryzen. Okay, und wer wirklich sagt, er möchte einfach nur das Spiel genießen, die Geschichte und der achtet nicht so auf die Grafik und hat vielleicht auch nicht so viel Budget, als Schüler oder Student kann ich mir das gut vorstellen, der kann das Ganze natürlich auch auf 1080 Full HD, 30 FPS spielen. Der braucht dazu nur einen Ryzen 3 1200 und eine Nvidia GTX 960. Ja, und 8 GB Arbeitsspeicher. Also, das ist auf jeden Fall machbar, Freunde. Ich werde gespannt darauf warten. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt noch eine bestellen soll. Ich habe da nämlich gerade was am Laufen mit Ubisoft, dass ich da vielleicht auch nochmal Early Access bekomme heute oder gestern, je nachdem, wann ich das Video hier hochlade. Mal gucken. Ja, wenn ich es bekomme, dann hole ich mir die Collector's Edition nicht. Wenn ich es nicht bekomme, dann hole ich mir die und dann gibt es ein Unboxing. Also Freunde, das war's von meiner Seite erstmal mit diesem wunderschönen Video. Ich bedanke mich bei euch. Vielen lieben Dank. Lasst doch gerne mal Liebe da mit einem Me Gusta oder mit einem Abonnement und die Glocke dabei natürlich aktivieren. Nos vemos en la próxima, amigos. Ciao, luego. Pascal.